Schönen Nachmittag, herzlich willkommen. Mein Name ist Bernadette Frech. Ich bin die CEO von InstaHelp. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Christiane Katschnik-Otter. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin für Unternehmenskooperationen bei InstaHelp. Wir sind Ihr Partner für mentale Gesundheit im Unternehmen. Gemeinsam mit Unternehmen wie der Allianz Österreich, Nice Shops oder Hutchinson 3 etablieren wir eine Mental Wellbeing-Kultur. Wir setzen Maßnahmen wie die psychologische Beratung online oder Workshops für Führungskräfte, um die mentale Gesundheit zu steigern, sowie Mitarbeiterinnen und Unternehmen gesund und leistungsfähig zu machen. Und das Ganze digital, niederschwellig, 24/7. Im HR-Bereich ist der Trend zu mentaler Gesundheit bereits angekommen. Wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, mentale Gesundheit ist der Gamechanger für Unternehmen. Heute gehen wir ins Gespräch mit Toto Wolff, Mercedes-Teamchef der Formel 1, und erfahren gleich, wie er Motivation und Teamperformance durch mentale Stärke steigert, wie seine Coping-Strategien bei roten Flaggen und Schikanen im Leben sind und warum Boxenstops im stressigen Alltag wichtig sind, um im Balance zu bleiben. Über mentale Gesundheit muss mehr gesprochen werden, heute mehr denn je. Genau das tun wir heute mit Toto Wolff und Führungspersönlichkeiten aus Top-Unternehmen. Lieber Toto, wir begeben uns jetzt mit dir auf die Rennstrecke deines Lebens. Über 200 Fragen haben uns im Vorfeld an dich erreicht. Eine trifft es ganz auf den Punkt. Wie kann das softe Thema in ein toughes Business-Umfeld gebracht werden, um endlich den enormen Hebel auch dort sichtbar und nutzbar zu machen? Wir starten nun mit der ersten Frage und gehen ins Qualifying. Gemäß unserem Veranstaltungstitel bezeichnen wir ja Mental Health oder so eine Mental Wellness Culture als Gamechanger für Unternehmen. Warum ist das so? Und was gewinnen Unternehmen damit, wenn sie das Thema integrieren? Also schönen Nachmittag zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Am Ende geht es im Unternehmen, und das ist nicht anders in einem Sportteam wie einem, sagen wir mal, in einer konventionellen Firma, immer um den Menschen. Wir reden von diesem Hybridprodukt der Firma und vergessen dabei, dass es eigentlich um die Performance des Menschen geht oder um das Wellbeing des Menschen. Und ich sage oft, wenn man mich als Teamchef bezeichnet, ob ich mich in die Entwicklung der Autos involviere. I'm running people that run race cars. Und das sagt eigentlich alles aus, dass es da um den Menschen geht. Und ich glaube, wir als Führungskräfte oder alle in dem Call müssen verstehen, dass wir nur gut sind wie unsere eigene Performance und dass wir dafür zuständig sind, wie die Menschen performen, mit denen wir zu tun haben. In deiner Rolle als Teamleader im Rennsport, was sind die besonderen Herausforderungen? Ich stelle mir vor, die kurze Saison, die Höchstleistung, die konstant gehalten werden muss, der Stress, vielleicht auch der Konkurrenzkampf, die vielen Emotionen im Team, die sind für dich als Teamleader nicht immer leicht zu managen. Wie gehst du als Führungskraft mit diesen Themen um? Vielleicht, was bei uns der Fall ist, wir sind circa 2000 Menschen in dem Unternehmen, die für 2 Autos verantwortlich sind. Und gegenüber dem, sagen wir mal, herkömmlichen Job, Monday to Friday, haben wir die Wochenenden, die dazukommen. In der Formel 1 sind das bei mir 23 Rennwochenenden, wo es meistens die Anreise gibt am Donnerstag. Und bei den Überseerennen bin ich erst am Montag wieder zurück. Und dann geht es auf den direkten Weg ins Büro, wo wir gleich mit unseren Debriefings beginnen. Das heißt, ich muss ganz besonders auf eine mentale Gesundheit schauen und auf die Regenerationsfähigkeit, weil ich kann zwar pushen über einen kurzen Zeitraum, aber merke dann, wie meine Energie, mein Motivationsniveau, der Spaß an der Sache schwindet. Und deswegen habe ich Trigger, die ich ganz aufmerksam verfolge, wann es bei mir negativ wird. Und wie ich abschalte, ist versuche einfach mich an eine ganz klare Disziplin zu halten, nämlich vernünftig zu schlafen. Und das ist nicht immer einfach, weil ich bin eine Nachteule. Das heißt, meine idealen Arbeitszeiten enden um 1 in der Nacht und beginnen erst nach 9 am Vormittag. Aber ich gehe da total rigoros damit um und mein Telefon ist mein Kommunikationstool und nicht das von anderen Leuten. Und das sind einfach die Dinge, die man für sich selbst herausfinden muss und die man umsetzen muss. Aber gerade was die mentale Gesundheit betrifft, ich merke, wenn es abwärts geht, und dann klinke ich mich aus und versuche über ein paar Tage mich zu erholen, aber dann jeden Tag auch das umzusetzen. Das bringt uns eigentlich wunderbar in die Richtung, in die wir das Gespräch auch lenken wollten, nämlich auch zu dir als Person. Wir begeben uns jetzt auf unsere Gesprächsrennstrecke ein bisschen in eine Schikane. Wie gehst denn du ganz persönlich mit Herausforderungen um? Wie achtest du auf deine mentale Gesundheit?
Ja, das ist jetzt leicht zu sagen, wenn du in einer, sagen wir mal, an einer guten Stelle bist, in a good spot in my life. Und es gab aber immer wieder Schikanen. Und wenn man dann manchmal gegen die Mauer läuft, dann ist das schon ein Schock, warum es einem so schlecht geht. Und das passiert meistens plötzlich. Aber nur dann, wenn man diese Warnsignale nicht erkennt. Und bei mir hat es in meinem Leben sicher eine Handvoll Situationen schon gegeben, wo ich über mehrere Wochen oder mehrere Monate wirklich Schwierigkeiten hatte, innovativ, kreativ, handlungsfähig zu sein. Und das muss man sich einfach eingestehen. Und was ich dagegen mache, ist einfach versuche, das dann so positiv wie möglich zu nehmen, weil nach solchen Schikanen gibt es immer was Besseres. Auch wenn man sich das in der Situation nicht vorstellen kann, aber das ist für mich die Zeit zu reflektieren, Dinge in Frage zu stellen, die meinen ganz persönlichen Bereich betreffen oder auch das Unternehmen. Und ohne diese, es ist fast so, dass ich wie ein Flugzeug bin, ich werde gegroundet, ich werde gezwungen dazu, nachzudenken, was schief läuft. Und für mich war es immer wertvoll, auch wenn ich in diesen Tagen, Wochen und Monaten manchmal sehr zu kämpfen hatte. Als Führungskraft bist du ja natürlich auch dafür, es ist auch deine Aufgabe sozusagen, dein Team leistungsfähig und motiviert zu halten. Wie schaffst du das? Wie hältst du die Performance aufrecht? Wie führst du dein Team durch berufliche Misserfolge und Durststrecken? Und was mich auch interessieren würde, wie viel Privates gibt es denn am Arbeitsplatz? Wir hören sehr oft von Unternehmen, dass sie in der psychologischen Beratung nur berufliche Themen anbieten wollen. Und ich halte das eigentlich für nicht möglich, weil ich glaube, es ist schwierig, das miteinander zu trennen. Was sind da deine Erfahrungen? Ich beginne mit der zweiten Frage. Ganz wichtig ist es, authentisch zu sein. Ich habe ein wirkliches Interesse für den Menschen und mit den Leuten, mit denen ich interagiere. Da würde ich sagen, die große Gruppe sind wahrscheinlich 30 Leute, mit denen ich immer wieder zu tun habe. Ich habe aber meine Direct Reports von 12 reduziert auf 5. Für die ich mir wirklich Zeit nehme. Und da kann es auch manchmal sein, dass ich hier auf der Couch sitze in meinem Büro und 1,5 Stunden aus meinem Kalender einfach rausschneide und nur mit jemandem über sein privates Leben spreche. Aber das bin ich und ich versuche authentisch zu sein. Und das muss jeder für sich ganz selbst herausfinden, was denn der Managementstil ist. Weil jemand, der ein brutaler Beißer ist, die Leute und seine Mitarbeiter werden ihn dafür schätzen, dass er so ist. Und bei mir ist es einfach so, dass ich das Interesse für den Menschen habe. Wie motivierst du dein Team? Wie hältst du die Performance aufrecht? Und wie führst du dein Team durch berufliche Misserfolge und Durststrecken? Das Wichtigste ist, sich einzugestehen, dass man nicht jeden Morgen in der Früh aufsteht und sagt, heute reiße ich die Welt nieder, sondern dass es viele Tage gibt, wo man einfach sich in Frage stellt oder auch seinen Job. Und jetzt könnte man sagen, bei mir, ich bin der Teamchef und Miteigentümer vom Mercedes Formel 1 Team. Wir gewinnen Rennen und Weltmeisterschaften und ich lache immer ganz freundlich in die Kamera. Aber die Wahrheit, es gibt auch bei mir viele Tage, wo ich mich erinnern muss, was das Positive in meinem Leben ist und an meinem Job. Und das ist wichtig, dass man auch darüber reflektiert. Und auch die Motivation der Mitarbeiter ist so ein Thema. Ganz wichtig, ich versuche mir jetzt die Frage zu stellen, was treibt den Menschen? Nicht nur mich, wie viel Urlaub ich haben möchte, wie ich mit meiner Familie umgehe, wie viel Geld ich verdiene, wie hoch der Bonus ist. Das treibt auch alle anderen Menschen rund um mich herum an. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht immer nur sagen, ja, alle über einen Kamm scheren. Und es gibt Zeiten, wo auch wir nicht motiviert sind. Wir haben 7 Weltmeisterschaften hintereinander gewonnen. Es gibt kein Sportteam, das auf Weltmeisterschaftsniveau geschafft hat. Und der Grund ist, dass einem die Energie ausgeht, dass die Motivation ausgeht, die Ziele werden zu trivial, die Leute wollen sich umorientieren, müde. Und darüber sprechen wir sehr viel und versuchen da Tabus zu brechen. Ich finde es total schön, weil ich glaube, gerade jetzt nach der Corona-Zeit sehen wir, dass das Thema Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit etc., das hat jetzt stark zugenommen. Und umso schöner, dass du das Thema so offen ansprichst und sagst, das gehört dazu und dass man das eben offen adressiert und anspricht. Das ist ja auch so eine Sache, die uns ja eigentlich verbindet. Das ist ja auch diese psychologische Beratung, dieses Thema. Und nun begeben wir uns auf die Zielgerade. Ich weiß, dass du den Austausch regelmäßig mit Psychologen nicht nur suchst, sondern auch sehr schätzt. Darf dich daher fragen, warum ist dieser Austausch mit einem Psychologen für dich persönlich ein Gamechanger geworden?
Also ich habe das Glück gehabt, dass oder eigentlich war es kein Glück, ich bin das erste Mal in so eine Krise nach der Matura reingerutscht. Alles geschafft und mir ein Auto gekauft, was ich immer wollte. Ich habe auf der Uni studiert, bin nebenbei Rennen gefahren. Und dann plötzlich kam so eine Krise und ich konnte mir überhaupt nicht erklären, woher das kam. Und da bin ich doch einige Monate am Rücken gelegen wie ein Käfer und habe nicht verstanden, was passiert. Und das ist dann vergangen. Ganz wichtig ist, wenn wir in eine Situation kommen, dass uns Gefühle plagen, was auch immer das ist, selbst Kummer oder Liebeskummer oder Trauer oder Schlaflosigkeit, Angst, negative Gefühle, Depression, ist es ganz wichtig, dass man nicht auf Dr. Google vertraut. Weil wenn man auf Dr. Google nach Angst nachschaut, kommt man auf die schlimmsten Seiten, auf die ärgsten, sag ich mal, Feedback-Seiten, wo die irgendwelche Medikamente verschrieben werden oder noch besser Schwammerl oder irgendwelche Ketamin und was auch immer das ist. Und dann ist es wichtig, dass man den Zugang findet sofort zu einer professionellen Beratung. Und nicht jeder hat den Zugang, sagen wir mal, urbanen Zugang oder die finanziellen Mittel, sich einen Psychiater zu suchen oder einen Psychologen. Und da ist InstaHelp natürlich perfekt positioniert. Du kriegst sofort eine Antwort, du bist sofort in guten Händen und nicht ausgeliefert irgendwelchen Verrückten, die was ins Netz gestellt haben. Ganz wichtig, und das ist eigentlich bei uns allen 4 vorgekommen, es geht um den Menschen. Und ich kann mich an meinen ersten Job zurückerinnern, das war in einer Stahlverarbeitungsfirma, wie ich 22 Jahre alt war. Und ich bin dort ausgeschieden, weil es mir einfach nicht gut ging in dem Job. Und da gab es keine Rede von irgendwelchen Support-Programmen. Das war einfach, entweder bist du gut genug und darf genug und dann bleibst du, und wenn nicht, dann musst du was anderes machen. Und heute dreht sich in High-Performance-Unternehmen, und alle 3 Firmen heute, inklusive Mercedes, sind wir 4, sind High-Performance-Unternehmen in verschiedensten Feldern tätig. Und es ist super, dass der Chef des Unternehmens auch genau diese Linie vorgibt, weil es beginnt bei uns. Wenn wir in der Lage sind, das zu entstigmatisieren, wenn wir uns von oben quasi das zu Herzen nehmen als einer der wichtigen Faktoren für Performance, dann glaube ich, können wir den Menschen einfach ein besseres Arbeitsumfeld schaffen und schlussendlich ein besseres Leben. Und ich sehe da eine große Verantwortung bei uns, sagen wir mal, Führungsmenschen, dass wir das ansprechen, weil bei uns könnte man sagen, wir haben ja alles. Wir führen unsere eigenen Unternehmen, wir sind Vorstandsvorsitzende oder wir leiten den Bereich Innovation, und uns fehlt es ja an nichts. Und gerade wenn wir sagen, oh ja, wir haben auch Situationen, wo es uns nicht gut geht, wo man nicht ganz genau weiß, wie man durch den Tag kommt, dann werden Leute, gerade die Hilfe suchen und Hilfe brauchen, verstehen, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich lache zwar aus der Kamera heraus von irgendwelchen glamourösen Rennstrecken, aber manchmal wache ich auch in Monaco in der Früh beim Rennen auf und denke mir, es geht mir nicht gut. Und da ist natürlich unsere Zusammenarbeit mit InstaHelp eine wirklich gute Sache.